Grüß euch, liebe Zuseher. Heute ist Gänsehaut versprochen. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Können unsere Hunde Geister sehen? Existieren Geisterhunde da draußen? Was hat es mit paranormalen Aktivitäten und unseren Hunden auf sich? Und ich würde sagen, sehen wir uns das mal etwas genauer an. Sie haben schon bemerkt, dass das heute ein etwas anderes Video ist. Ein Video, welches man aus Augen eines puren Realisten schnell mal abwinkend zur Seite schieben könnte, ja. Doch auch ein Video, welches man aus Augen eines Menschen, der sich dem Spiritismus zugetan fühlt, bitter ernst nehmen könnte. Oder aber man sieht das Ganze neutral, als Mensch, der weiß, dass auch unserer Wahrnehmung Grenzen gesetzt sind. Wie Sie das Video sehen, liebe Zuseher, das liegt natürlich völlig in Ihrem Ermessen. Ganz klar. Doch welcher dieser Menschen bin ich? Und ich würde sagen, ich bin dieser Dritte, der Neutrale. Ich grüble über Dinge viel zu viel nach, um den puren Realisten darzustellen. Ich bin allerdings auch etwas zu viel Realist, um dem Spiritismus zu verfallen. Ich bin einfach ein Mensch, der weiß, dass da drinnen einfach nur ein menschliches Gehirn sitzt, das nicht alles wissen kann. Also, auf diese Art und Weise sehe ich das. Es gibt ja unzählige Geschichten, paranormale Geschichten rund um Tiere, und ich bin mir sicher, auch Sie könnten sofort aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es um solche Themen geht. Ich lade Sie auch herzlichst dazu ein, das zu tun, denn die Kommentarfunktion ist geöffnet. Doch auch ich habe zwei persönliche Erlebnisse für Sie auf Lager, doch dazu etwas später. Hunde, Katzen und andere Tiere sind ja nicht nur dafür bekannt, den sechsten Sinn zu besitzen. Sie treten in vielen Geschichten auch selbst als Geisterwesen auf. Großbritannien zum Beispiel ist die Hochburg für Geisterhunde. Haben Sie gewusst, dass es dort 19 Ortschaften gibt, welche alle ihren eigenen Geisterhund haben? Da gibt es den Lean Dog of Hertfordshire, es gibt den Great Dog of Somerset, den Hairy Jack, es gibt den Yellhound und. Alles Hunde, die aus Rache, Treue oder erlittenem Unrecht keine Ruhe finden nach dem Tod. Der Black Dog Hill ist nach einem örtlichen Geisterhund benannt. Die Schotten haben den bekannten Feenhund und in Cornwall streifen die Devil's Dandy Dogs, des Teufels liebste Hunde, umher. Ja, Lagerfeuergeschichten? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, wer weiß. Sie kennen ja mit Sicherheit die Geschichten, wo Hunde plötzlich aufstehen, in leere Räume reinknurren oder vor nicht besetzten Schaukelstuhlen verharren und diese anknurren. Die kennen Sie mit Sicherheit. Haben Sie gewusst, dass diese Themen, also das Thema Hund und übersinnliche Fähigkeiten, ernsthaft wissenschaftlich untersucht wird? Unsere vierbeinigen Freunde verfügen ja über überragende Wahrnehmung. Sie hören in Frequenzbereichen, die weit außerhalb unserer Fähigkeiten liegen, das wissen wir. Ja? Sie können Bewegungen in schwärzester Dunkelheit erkennen und haben einen bis zu 100.000 Mal besseren Geruchssinn als wir. Wissen Sie, wie der aktuelle Stand zu diesen Untersuchungen aussieht? Die aktuellen und die offiziellen Aussagen der Wissenschaft diesbezüglich lauten, ich kann Ihnen das sagen, die lauten, wenn es Geister gibt, dann sind Hunde ziemlich gut in der Lage, diese wahrzunehmen. Ja, liebe Zuseher, das ist der wissenschaftliche Stand der Dinge dazu. Ist so. Unglaublich, oder? Ja. Haben Sie schon mal von der Hundesuizidbrücke im schottischen Glasgow gehört? Ich hörte schon vor Jahren davon. Dort liegt ein Herrenhaus, das Overton House aus dem 19. Jahrhundert. Um zu diesem zu gelangen, muss man über eine Granitbrücke gehen, die 15 Meter in die Tiefe geht. Also unterhalb befindet sich ein ziemlich steiniges Gelände, 15 Meter unter dieser Brücke. Jetzt passen Sie auf, in den letzten 70 Jahren sind dort nachweislich 600 Hunde über die Brüstung gesprungen und in die Tiefe gestürzt. Der Großteil dieser Hunde ist gestorben. Bis heute weiß man nicht,
weshalb das so ist. 600 Hunde, nicht 2 oder 3. Ausnahmslos alle Besitzer dieser Hunde berichteten davon, dass ihre Hunde zuvor keine Wesensveränderung gezeigt haben. Die sind auf der Brücke erstarrt, nahmen Anlauf, sprangen über die Brüstung und stürzten in die Tiefe. 600 Hunde in den letzten 70 Jahren taten das. Lange Zeit war dort ein Schild mit der Aufforderung, Hunde unbedingt anzuleinen, aber wegen was auch immer wurde das mittlerweile von dort entfernt. Die Anrainer gaben lange Zeit der Lady Overton die Schuld für diesen Horror. Das ist die weiße Lady, welche dort seit 1939 herumspuken soll. Das Ganze wurde natürlich auch intensiv untersucht, und zwar vom Zoologischen Institut der Universität Jena. Wissen Sie, zu welcher Erkenntnis die gekommen sind? Passen Sie auf, die sagen, dass alle 600 Hunde, die dort von dieser Brücke gesprungen sind, einen plötzlichen Reiz verspürt haben müssen, welcher ihr Jagdverhalten im Prinzip alles oder nichts ausgelöst hat und sie deswegen in die Tiefe gesprungen sind. Das ist die offizielle Erklärung. Nun, denken Sie drüber nach, wie Sie wollen. Ja. Auch ich habe 2 persönliche Erlebnisse für Sie und ich garantiere Ihnen, diese Millimeter genau, wenn es um die Wahrheit geht, wiederzugeben. Vertrauen Sie mir. Ja. Wir waren in den 80er Jahren eine lustige Clique, gemischt Mädchen, Jungs. Mein Boris, ich blende den mal ein, mein Bär, mein erster Hund, war äußerst beliebt unter meinen Freunden. Wir unternahmen viel miteinander und oft hatte ich Boris dabei. Einer meiner besten Freunde besaß einen Collie, den Axel, der war auch immer mit. Wir hatten da einen Jungen bei uns, den Sascha. Der war, ja, wie soll ich sagen, der war einer Leidenschaft verfallen. Der Leidenschaft der Seancen. Sie wissen schon, Gläserrücken, Tischrücken, Ouija-Brett. Es gab da im 6. Wiener Gemeindebezirk einen Laden namens Excalibur. Dort deckte er sich mit Utensilien zum Thema ein. Einmal fuhren wir alle gemeinsam dorthin mit der Straßenbahn. Keiner von uns hatte damals noch ein Auto, wir waren etwa 17 Jahre alt. Haben Sie vielleicht schon mal einen Harry Potter Teil gesehen? Mit Sicherheit. Auch ich habe schon einige gesehen im Laufe der Jahre. Da gibt es diesen einen Laden, wo diese Zauberschüler alle ihre Zauberstäbe einkaufen gehen. Genau so sah dieses Excalibur aus. Mystisch. Als wir da eingetreten sind, kam der Ladenbesitzer in Form eines großen, bärtigen Bären, so wie dieser Hagrid, nicht ganz so groß, auf uns zu, begrüßte uns freundlich und begann da mit uns zu beraten. Da gab es einen Raum drinnen, der von den anderen Räumen mit einem schwarzen, schweren Vorhang geteilt war. Wir wollten da eintreten, wurden von dem Ladenbesitzer aufgehalten. Vehement aufgehalten. Hier geht ihr mich hier nicht rein. Fragten, wieso? Da drinnen geht's rein nur um Dämonologie. Da habt ihr nichts verloren. Wir waren beeindruckt, etwas eingeschüchtert. Mein Freund kaufte sich da drinnen ein Buch und wir fuhren wieder. Ja, zurück. Hier und da durften wir mit Erlaubnis der Eltern meines Freundes über Nacht, wenn die dort nicht anwesend waren, im Sommerhäuschen der Eltern meines Freundes übernachten. Als Klick, Mädchen, Jungs, Sie wissen schon, was da los ist. Sehr gerne veranstalteten wir dabei die eine oder andere Seance mittels Gläserrücken oder Tischrücken, auch mit dem Ouija-Brett. Eines Tages starteten wir diesbezüglich wieder durch. Es war schon 22:30 Uhr, 23 Uhr, als wir damit begannen. Ich hatte meinen Boris mit, Axel, der Collie, war nicht dabei. Wir waren etwa 7 Leute, soweit ich mich erinnern kann. Alles war bereit. Der Tisch, der von meinem Freund in perfekter Art und Weise zum Thema vorbereitete Tisch, in richtiger Windrichtung aufgestellt, nicht genagelt, sondern geleimt und. Das war alles vorbereitet. Das Ouija-Brett stand da, alles war bereit, alle saßen am Tisch, ich stand daneben und sah zu. Rechts von mir befand sich eine Essecke, 2 Bänke, ein höherer Tisch. Unter diesem Tisch hat Boris gelegen, mein Bär.
Es waren etwa 1,5 oder 2 Meter Abstand von dem Tisch, wo das Billardbrett drauf war. Ja, es begann die übliche Vorbereitung für das Ganze. Mein Freund begann damit herumzureden, dieses Wesen, das hier eintreten soll, einzuladen. Also er begann damit einen Geist zu rufen, wenn man so will. Ja. Es tat sich nichts, minutenlang tat sich nichts, alle waren gespannt und selbstverständlich spürte das auch der Hund, das weiß ich. Dieser Teil, wo man seine Hände drauf hat, auf diesem VR-Brett, bewegte sich von einer Sekunde auf die andere extrem intensiv von einem Eck des Bretts aufs andere. Wusch! Eines unserer Mädchen, das da dabei war, schrie erschreckt auf und im selben Moment sprang Boris vom Tisch hervor, sträubte das Nackenfell und knurrte drohend in den Raum hinein, in dem wir uns natürlich alle befanden. Ja. Es folgte eine Schimpfkanonade von diesem Wesen, das da in diesem VR-Brett drin war. Das beschimpfte uns auf ordinärste Art und Weise und mein Freund begann damit, dieses Geisterwesen, wenn man so will, sofort zu verabschieden. Das verließ dann auch wieder dieses Brett und es war wieder Ruhe und auch mein Hund kehrte wieder unter den Tisch zurück. Das Verhalten meines Hundes Boris war natürlich das Gespräch der Nacht. Also wir schliefen bis 3 oder 4 Uhr in der Früh nicht. Ja. So, jetzt kann man natürlich aus Augen eines puren Realisten sagen, nun, es lag Spannung in der Luft, ganz klar. Diese Spannung ist für den Hund spürbar, ebenfalls klar. Das Ganze gepaart mit dem Aufschrei des Mädchens und der abrupten Bewegung dieses Teils auf dem Brett, das bewegte den Hund dazu, mit gesträubtem Nackenfell aufzuspringen und drohend zu knurren. Ja, kann man sagen. Als Mensch, der dem Spiritismus verfallen ist, kann man das anders sehen. Hier kann man sagen, ja, das ist ein klares Anzeichen dafür, dass der Hund paranormale Aktivitäten verspürt hat. Noch dazu bösartige paranormale Aktivitäten, denn dieses Wesen, das sich da in diesem Brett befunden hat, hat uns auf übelste Art und Weise beschimpft. In einer Form, die ich hier nicht wiedergeben kann. Die ist nicht jugendfrei. Es kann ja sein, dass Jugendliche dazusehen. Man kann es aber auch neutral sehen und sagen, eigenartige Geschichte. Könnte sein, dass der Hund das alles gespürt hat, sich selbst erschreckt hat, weil das Mädchen geschrien hat, weil dieses Brett einen intensiven Ruck gemacht hat und das Ganze, die Spannung, die in der Luft gelegen hat, den Hund dazu erwogen hat, aufzuspringen und drohend zu knurren und sich erst, nachdem alles wieder ruhiger war, sich beruhigt hat. Ja, kann sein. Es kann aber auch sein, dass da etwas in der Luft gelegen ist, was der Hund nicht gewohnt ist. Denn grundsätzlich war Boris ein eher weniger aufgeregter Hund, der wegen solchen Dingen eigentlich immer entspannt geblieben ist. Ja. Auch so kann man sehen. Ja. Ist so. War auf jeden Fall eine interessante Geschichte, die für Gänsehaut-Moment gesorgt hat. Das kann ich Ihnen garantieren. Ja. Diese Geschichte ist auch heute noch gern mal erzählt unter den Kumpels, also uns Kumpels, die sich hier und da mal wieder treffen. Zweites Erlebnis fand mit Vito statt. Vito und ich zogen vor etwa einem Jahr durch den Zillingdorfer Wald. Über diesen Wald möchte ich Ihnen kurz erzählen, ganz wichtig zum Thema. Wir haben hier mehrere große Waldgebiete. Das größte ist die Rosalia, das Rosalia-Gebirge, ein herrlicher Wald. Wenn Sie dort mit dem Hund eintreten, dann verspüren Sie eine Stimme, die zu Ihnen sagt, komm herein und genieß meine Schönheit. Ja. Vom Wald ausgehend. Herrliches Stückchen Wald. Sehr großes Stückchen Wald. Der Zillingdorfer Wald allerdings, der genau auf der anderen Seite liegt, also parallel dazu liegt und nicht so groß ist und eine schlimme Geschichte vorweisen kann, das ist ein Wald, in welchem ich mich absolut überhaupt nicht wohlfühle. Bei mir heißt er Gruselwald und jedes Mal, wenn ich dort mit meinem Hund hingehe und meiner Frau davor Bescheid gebe, schimpft sie mich deswegen. Wenn Sie dort in diesen Wald eintreten, ist es so, als würde der Wald zu Ihnen sagen, verschwinde, ich möchte dich hier nicht haben. In diesem Wald sind schreckliche Dinge geschehen im Zweiten Weltkrieg. Es befand sich dort ein riesengroßes Munitionsdepot der Wehrmacht. Außerdem war dort ein Zwangsarbeiterlager, wo viele Menschen getötet wurden. Eine Anlage wurde dort erschaffen, die den Zweck hatte, die Triebwerke der Vernichtungswaffe 2, also der V2, zu testen. Allerdings wurde diese Anlage, die heute als verfallene Ruine zu sehen ist, nicht in Betrieb genommen. Alliierter Geheimdienst hat die ausfindig gemacht und das Ganze wurde dann bombardiert und ausgelagert, woanders fertiggestellt. Ja.
Doch die Reste dieser Anlage kann man sich heute noch ansehen. Und eines Tages wollte ich mir die ansehen, weil es mich interessiert, habe recherchiert, wo ich die finden kann im Zillingdorfer Wald und bin dort mit meinem Hund hinmarschiert. Etwa 40 Minuten Fußweg von meinem Wohnort entfernt. Nicht leicht zu finden, aber man findet sie, wenn man möchte. Ja, gruselige Gegend, aber generell ist der Zillingdorfer Wald ein etwas unangenehmer Wald. Ich habe dort Dinge gesehen, mitten im Wald, weit abseits vom Pfaden, stehen ein leerer Sessel. Ich sah schon mal einen Tisch, einen Holztisch, einen gedeckten Holztisch mit weißem Tischtuch, gedeckten Holztisch und Blumen dort stehen, mitten im Wald, abseits jeglicher Pfade. Ich sah da drinnen Menschen im tiefsten Wald im Kreis sitzen, herum um eine Person, die in der Mitte stand, alle mit so Kutten gekleidet. Irgendeine, weiß ich nicht, Sekte muss das gewesen sein, die haben mich gesehen, lachten mich an, komm her, ich ging mit Vito gleich weiter. Weiß nicht, ja, vielleicht waren die freundlich und wollten mich auf einen Kaffee einladen, aber ja. Weil ich aber zuvor schon die verrücktesten Dinge in den Bäumen dort hängen sah. Man kann dort keine Vögel singen hören. Es ist generell sehr ruhig und mystisch dort. Ja. Deswegen habe ich mich von diesen Menschen, die da im Kreis gesessen sind, mit diesen blauen Kutten entfernt. Ja. Sicher, sicher. Ich sah mir also diese Anlage an. Ich fand die und war etwa eine halbe Stunde mit Vito dort anwesend. Keine schöne Gegend, ziemlich düster das Ganze, alles ruhig, ganz leise, man hört nichts. Ja. Habe mir das angesehen und dachte mir, okay, das war's, gesehen habe ich's, gehe ich wieder. Am Rückweg, ich ging anders zurück, traf ich auf diesen Bunker. Auf diesem Bunker war oberhalb das Kopfskelett eines Rehbocks platziert. Wenn Sie genau sehen, können Sie das erkennen. Ja. Ich machte ein Bild von diesem Bunker und als ich das tat, erstarrte Vito neben mir zur Salzsäule. Der sträubte das Fell vom Rutenansatz bis zu den Ohren. Ich sah ihn noch nie in dieser Haltung mit derart gesträubtem Fell. Mit Blickrichtung zum Bunker und begann tief und lange, drohend zu knurren. Es drehte mir den Magen um. Ich sage Ihnen, wie es ist. Versetzen Sie sich in meine Lage. Stellen Sie sich vor, wie es Ihnen gehen würde, auch wenn Sie der noch so pure Realist sind. Sie stehen alleine in diesem mystischen Wald vor diesem Bunker mit diesem Kopfskelett eines Rehbocks drauf, sehen da in diese dunkle Öffnung des Bunkers hinein, sind etwa 4 Meter davon entfernt. Plötzlich sieht Ihr Hund genau in den Bunker hinein, sträubt das Fell wie noch nie zuvor und beginnt zu knurren, mit Blickrichtung auf diesen Bunker. Da dreht es auch Ihnen den Magen um, glauben Sie mir das. Ich holte Vito aus dieser Situation raus und verschwand von dort. Ich wollte da weg. Ja. Und ich spürte, je weiter wir uns von dort entfernten, desto mehr löste sich dieser Knopf in meinem Magen, der sich gebildet hat in dieser Situation. Ist so. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man purer Realist ist, ja, mit Sicherheit war da ein Wild drin, irgendein Tier, vielleicht ein Dachs oder ein Fuchs. Ja, Vito hat das gerochen, das ist ein Räuber und hat deswegen gedroht. Möglich. Man könnte auch sagen, wenn man dem Spiritismus verfallen ist, Vito hat in diesem Moment paranormale Aktivität in diesem Bunker gespürt und deswegen so reagiert. Auch das könnte man sagen. Als neutraler Mensch könnte man sagen, könnte ein Dachs oder ein Fuchs da drinnen gewesen sein. Möglich. Vielleicht auch ein Unterstandsloser. Auch möglich. Platz genug ist da sicher drin. Es könnte aber auch etwas anderes gewesen sein. Ich weiß es nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Ja? Und weil ich es nicht gesehen habe, sage ich nicht, das war so oder das war so. Ich sage nur, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich mich in diesem Moment nicht wohlgefühlt habe. Ja? Ja, das war mein Erlebnis mit Vito im sogenannten Gruselwald, im Zillingdorfer Wald, der nicht schön ist zum Spazierengehen, wenn ich ehrlich bin. Liebe Zuseher, ich lade auch Sie herzlich dazu ein, eventuell von Ihnen persönlich erlebte Dinge da zum Thema reinzuschreiben in die Kommentarfunktion. Würde mich sehr freuen, wäre sehr interessant zu wissen, wie Sie dazu stehen, ob Sie da schon mal etwas gesehen haben zum Thema.
Anschwindeln müssen wir uns nicht. Noch sensationeller als das Thema an sich schon ist, müssen wir es nicht machen. Es hat eine gewisse sage ich mal, Spannung zu bieten generell. Ja, also schwindeln muss man nicht. Es genügt, wenn wir bei der Wahrheit bleiben. Ja, schreiben Sie rein, was Sie erlebt haben, was Sie glauben, was Sie gesehen haben. Ja, lassen Sie Ihre Finger rühren. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen für heute noch eine gute Nacht.